Die sogenannte Flüchtlingskrise war auf dem Höhepunkt. Eine Fluchtroute verlief von Syrien über die Türkei, Griechenland und die Balkanländer bis zu den westeuropäischen Staaten. Viele Flüchtlinge wollten gerade nach Deutschland, weil sie glaubten, Frau Merkel hätte die Grenzen für alle geöffnet. Um die Völkerwanderung durch sein Land zu unterbinden, schloss Nordmazedonien die Grenze zu Griechenland. Dadurch blieben plötzlich immer mehr geflüchtete Menschen auf einem griechischen Bahnhof hängen, bei dem kleinen Dorf Idomeni. Europa schien diese Menschen vergessen zu haben. Aber als die Institutionen versagten, entstand einige Kilometer entfernt an der Autobahnausfahrt nach Polycastro eine Oase der Hilfsbereitschaft. Ich hatte in der Zeitung davon gelesen und machte mich in den Osterferien auf den Weg, um irgendetwas zu tun. So etwas wie Kartoffelschälen, hatte ich mir gedacht. Als ich am Parkhotel von Polycastro ankam, war ich total überwältigt. Jeder Platz draußen und drin war besetzt von zumeist jungen Leuten, viele mit ihren Notebooks, die ihre Erfahrungen austauschten und ihren nächsten Tag im Lager planten. An jedem Tisch eine andere Sprache. Ich dachte, dass ich da gar nicht hineinfinden würde und niemals nützlich sein könnte. Aber am Abend gab es an einem der Holztische draußen ein Infogespräch für alle Neuangekommenen. Dort saßen ungefähr 15 bis 20 Leute. Jeden Tag gab es so eine Runde. Da waren Menschen aus Polen, aus Frankreich, aus Deutschland, aus Portugal. Eine junge Amerikanerin informierte uns über Projekte, in denen wir mitarbeiten konnten und über die Situation im Lager. Wir wurden gewarnt, keine Demonstrationen zu initiieren oder daran teilzunehmen. Es seien 5000 Kinder im Camp und die Nerven legen blank. Auch sollten wir aufpassen, mit wohlgemeinter Hilfe nicht noch mehr Stress zu produzieren. Was wir hatten, reichte ja nie für alle und das Verteilen musste gut überlegt sein. Gegenüber von dem Hotel war eine Kleiderkammer eingerichtet worden. Im Garten hinter dem Haus wurde gekocht. Eines der vielen Essensprojekte für das Camp. Am längsten arbeitete ich in der Gruppe Hummus Rights mit, die am Nachmittag 3000 Wraps herstellte, mit anderen Lebensmitteln in Tüten packte und am nächsten Tag verteilte. Nur ein Bruchteil der Helferinnen und Helfer, die ihren Einsatz auf der Terrasse und im Restaurant planten, übernachtete auch im Hotel. So viele Zimmer gab es gar nicht. Die meisten schliefen in ihren Lieferwagen, mit denen sie die Hilfsgüter transportierten, oder in leerstehenden Geschäften der Umgebung, den Folgen der Finanzkrise. Alle Gruppen im Parkhotel Polycastro arbeiteten autonom. Ganz ohne staatliche Unterstützung wurden 15.000 Menschen in Idomeni und den umliegenden Camps versorgt. Durch die Hilfe der griechischen Bevölkerung und durch Freiwillige, die es von überall her dorthin gezogen hat.